Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute mal wieder auf meinem geliebten Battle Mage, ja, der jetzt mittlerweile Stufe 553 ist. Haben wir auch schon wieder ein bisschen mehr als die Hälfte bis zur Stufe 600 auch auf diesem Account hier. Und ja, nach wie vor von mir immer noch eine sehr, sehr beliebte Klasse. Also von meinem Ranking her, von den Top-Klassen her. Für mich persönlich so, nach eigenem Empfinden, geht jetzt nicht nach Stärke, PvP, PvE-Bereich, sondern einfach nur nach persönlichen Empfinden immer noch auf Platz 2. Ich würde sogar fast zu 1 tendieren, muss ich sagen, aber über mein Magier kommt halt einfach nichts. So, ne? Liegt natürlich auch an der persönlichen Bindung zu dem Account auch so ein Stück weit. Ne? Ansonsten Battle Mage immer noch sehr, 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 sehr cool. Wir haben auf dem Account hier noch ein bisschen was zu tun, und zwar dungeon-technisch, ja. Könnten wir in Hermoridor den Endboss, den Nekromanten, besiegen. Die anderen 2 Dungeons sieht noch ziemlich düster aus, sag ich mal. Ist ja auch in der Schattenwelt, logischerweise sieht es hier düster aus, ja. Nee, aber hier, ja, weiß ich nicht, wird nicht viel liegen, aber ich bin immer froh, wenn ich auf dem Battle Mage immer noch, hier und da mal einen Dungeon-Gegner hinrichten kann, ja. Ansonsten haben wir uns ja hier auch komplett neu legendär ausgerüstet, bis auf hier des Myrtles Kettenhemd, ja. Hier das gute Feinripp, das ist leider noch nicht, verbessert worden, allerdings großartigen Unterschied macht es jetzt nicht. 880 zu meinen neuen Items, die hier 924, 25 und so was haben, ist der Unterschied tatsächlich gar nicht mal so groß. Ich halte mich immer noch gut in den Top 10. Bin hier bis zu Platz 7 bis Platz 13, glaube ich, immer so mal hier und da unterwegs, weil die Ränge alle sehr nah beieinander liegen. Ich weiß nicht, wenn wir ihn jetzt mal angreifen, warte, vorher skillen wir natürlich mal, dann, ja, könnten wir ihn besiegen. Wir könnten maximal auf Platz 7 kommen. Ja, schwierig, aber höher kommen wir dann auch nicht. Okay, wir lassen es einfach sein, an der Stelle ist auch wieder gut hier, ne? Ich würde sagen, bevor wir aber mal auch hier in die Gilde reinschauen, denn wir sind hier auch, auf den aufsteigenden Ast, sag ich mal, auch wenn wir hier 2 Inaktive haben, wie ich hier gerade sehe, einer ist hier ohne Tränke, ne? Das ist nun mal so auf alten Servern, da muss man hier und da mal ein paar kleine Abstriche machen, wie beim Corona-Test, ne? Trotzdem sind wir hier mit der Gilde auf gutem Vorsprung, immer noch in der internationalen Ehrenhalle. Wir sind hier momentan mit W27 auf Platz 61, haben jetzt hier W20 überholt und haben auch S25.de überholt. Der Server müsste circa 5 Jahre älter sein als W27 und dafür sind wir auch schon gut voran an denen vorbeigezogen, können uns nachher mal ein Fight hier auch mal in der internationalen Ehrenhalle anschauen. Liegt natürlich auch an der Aktivität der Gilde, sind halt immer alle sehr aktiv hier. Ne? Habe euch das ja schon gezeigt. Durchschnittslevel, Ritterhallenpunkte immer 1000, immer am Start hier. Durchschnittslevel schon deutlich höher als in meiner Main-Gilde hier. Und mit der Klassenauswahl unter der Leitung von Seraphim, der das hier auch super macht hier. Lässt natürlich das Late Game grüßen, sag ich mal so, mit ganz vielen Battle Mages und Kriegern, Assassinen und Magiern sind wir hier sehr, sehr krass aufgestellt im Late Game nachher später. Und das macht sich natürlich, wie gesagt, auch bemerkbar in der internationalen Ehrenhalle. Da sind wir gut vertreten, da sind wir gut am Start, ne? Werden wir gleich mal reinschauen, aber zuallererst gucken wir mal in den Dungeon rein. Der Nekromant, ja, der hat eine gute Chance hier tatsächlich in diesem Video noch zu fallen. Und damit haben wir hier auch 9 Endboss besiegt und demzufolge auch ein Dungeon weniger. Mal schauen, wir tryen mal ein bisschen rein und gucken mal. Oh, okay, das war es tatsächlich schon gewesen an der Stelle. Gut gegen Böse, Hermoridor in der Schattenwelt bezwingen, sehr nice. Oh, was? Der hat sogar die Kunigunde geregelt hier? Alter, was ist denn da los? Da sind wir nicht mal dran gekommen. Alter, holy shit. Ja, wir hatten hier die Vorarbeit geleistet. Kunigunde hat hier alleine geklärt. Na, den Fight müssen wir uns aber mal geben hier. Ja, 2-mal ausgewichen, da müssen wir jetzt mal drauf achten. 3. Mal. Alter, die muss ja... Und wir gucken mal an, wie viel Schaden die kassiert hier. 4. Mal, 5. Mal ausgewichen. Ja, 6. Mal. Die haut jetzt aber auch gut Schaden raus, hier muss man sagen. 7 Mal, okay. 8 Mal, teilt hier sehr gut aus. 9 Mal. 10 Mal. Okay, ja, tatsächlich. 10 Mal ausgewichen, das geht tatsächlich noch. Ich hätte gedacht, noch mehr. Hier haben wir, glaube ich, auf dem Account
ja, hey, hier fehlt mir noch so ein winziger Prozent bei Blitze hier. Ne? Ich finde diese verflixte Rune nicht mit Blitze 75%. Ja, das ist das Letzte, was mir noch fehlt. Man könnte auch, ja, Widerstand gegen alles dreimal nehmen, 25%, aber ich will jetzt auch, weiß ich nicht, mir fehlt jetzt noch dieses eine Item, aber ja, ich habe es jetzt auch den Leggy Dungeon nicht gefunden, also ist wirklich eine ganz bittere Pille hier an der Stelle. Aber naja, trotzdem haben wir den Gegner besiegt hier, sehr nice und haben auch ein neues Achievement bekommen, habe ich gesehen. Ja, gucken wir gleich mal, wo das hier ist. Ich habe schon gehört. Ja, müsste ja hier irgendwo auf jeden Fall gewesen sein. Ne? Ja, ein Dungeon weniger hier auf dem Account. Zwar cool, aber auch irgendwo natürlich immer, ja, noch weniger zu tun als vorher. Ne? Ich kenne es ja auf meinem Main, da ist es dasselbe Problem hier. Hier übrigens bald auch auf meinem Main werde ich bald auch den Fidget hier besiegen. Wird nicht mehr lange dauern, dann haben wir nur noch den Olymp offen. Schwierig. Aber gucken wir mal in die anderen zwei Dungeons rein. Hier werde ich ein paar Pilze investieren, aber nicht so viele, weil ich hier nicht großartig Chancen habe, bei den Gegnern hier vorbeizukommen. Der Battle Mage nach wie vor natürlich eine Klasse, die nicht sehr heftig in den Dungeons ist. Sowohl im Early, Mid als auch im Late Game ändert sich hier großartig nichts, was die Performance im PvP-Bereich der Klasse angeht. Die ist halt nun mal einfach Crap. Das muss man so sagen. Trotzdem finde ich, ist sie eine sehr, sehr heftige, habe ich gesagt PvP, PvE meine ich natürlich, sorry. Also gegen Dungeons ist sie halt einfach in jeglichen Regionen halt einfach, ja, Schmutz, muss man mal so sagen an der Stelle. Allerdings finde ich, ist sie halt super, super geil im PvP-Bereich so mit ihrem ja, Fähigkeiten-Kit, sag ich mal, was der Klasse zur Verfügung steht, finde ich sie auch sehr, sehr cool mit dem Feuerball, den man am Anfang wirft. Danach, gut, passiert nicht mehr viel, die Klasse kann nicht ausweichen, kann nicht blocken, nix, so, ne? Da ist nicht mehr sehr viel los, muss man sagen, aber trotzdem konstant wie keine zweite, ja, und deswegen Battle Mage immer nur Liebe für den Battle Mage, muss ich mal so sagen, nach wie vor. So, hier haben wir die Athene, ja, mit Intelligenz am Start. Hier rechne ich mir auch eigentlich nicht so hohe Chancen aus, da ja Intelligenzgegner natürlich auch sehr konstant sind gegen den Battle Mage, weil der Battle Mage, ihr seht es hier natürlich auch, zack, blockt hier der Feuerball, da passiert nicht viel. Athene, ein Gegner, der hier sehr viel Leben hat. Und da kommt der Battle Mage auch jetzt nicht so voran. Auch wenn die Tries hier tatsächlich sehr gut aussehen, muss man einfach mal so sagen, wird hier nicht sehr viel mehr passieren als diese gut aussehenden Tries, weil die sind halt eben gut aussehend, ja, aber sie sind konstant gut aussehend und die sind nicht besser und nicht schlechter als das, weil hier passiert einfach nichts. So, der Bertram kann eh nicht blocken, der Marquardt kann ein bisschen was anrichten hier an Damage, Kunigunde kann nicht ausweichen, weil ist Intelligenzgegner und der Battle Mage, der kriegt keinen Feuerball durch und danach passiert halt hier auch nicht mehr viel. Deswegen, das Einzige, was hier random ist halt die Spanne der Waffe, wo hier und da ein bisschen ab und zu mal mehr passieren kann. Ansonsten schwierig, ja, und die Olymp-Dungeon-Gegner, die werden halt auch nicht besser, weil die halt noch mehr Lebensdecken nachher später und ja, deswegen wird ja vor allen Dingen der Olymp noch für den Battle Mage, glaube ich, noch sehr, 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 sehr lange dauern und wenn ich mir vorstelle, dass Zeus ein Intelligenzgegner, der letzte Gegner im Olymp-Dungeon ist, will ich nicht wissen, wie lange es dauert für einen Battle Mage, den eines Tages mal zu besiegen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt eigentlich noch ein bisschen höher kommen hier in der Ehrenhalle, einfach nur fürs Video, weil ich Bock drauf habe, ja, wie ein Dodge Pickup Truck. So, da farmen wir ihn einfach mal ein bisschen ab, da sind wir 2 Ränge aufgestiegen, sind wir auf Platz 8 hier, ja, das ist so die Position, wo ich sonst immer rumschimmel, nachdem ich meine Alu gespielt habe, so auf Platz 8, Platz 7. Sind wir noch einen aufgestiegen hier, Platz 7, ja, aber höher geht's nicht. Hier kommen nachher die ganzen High-Heavy-Hitter, ne, die schon ein bisschen früher, glaube ich, auch angefangen haben, auf Gold zu spielen. Ihr seht es hier von den Leveln her tatsächlich, ja, unter mir. Außer hier der Dash 777, der ist noch gut am Start und der Freedom hier, ich glaube ich weiß nicht, ich glaube, es gab noch mal irgendwo einen höheren Battle Mage auf irgendeinem alten Server, der parallel gleichzeitig gestartet hat, als die Klasse rauskam, aber hier schon
ich sag mal so, die höchsten Battle Mages im Spiel hier mit vertreten, sag ich mal. Ich würde mal gerne wissen, falls es hier irgendwie einen schlauen Kopf gibt, der der das Ganze irgendwie ausloten kann, was momentan die höchsten Battle Mages sind und auf welcher Position ich mich leveltechnisch befinde beim Battle Mage. So, also der Freedom ist über mir so, der Dash ist über mir vom Level her. Ansonsten bin ich hier der dritthöchste Battlemage tatsächlich. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich auf anderen Servern noch irgendwo noch einen, der wahrscheinlich höher ist noch als weiß ich nicht, hier jemand. Würde ich aber gerne mal wissen, falls man das irgendwie rauskriegen kann. Das wäre cool, auf welcher Position ich mich momentan befinde mit meinem Battlemage. Wäre ziemlich interessant auf jeden Fall. Ne? Gut, ansonsten werfen wir mal einen kleinen Blick in die internationale Ehrenhalle. Wie gesagt, wie eingangs schon erwähnt, sind wir durch unsere gute Aufstellung im Late Game durch die Klassen halt einfach hier schon echt gut am Start in Kombination mit der guten Aktivität. Es ist ziemlich spannend nach wie vor zu beobachten. Hier und da werde ich auch mal immer gefragt, mal ein kleines Update zu bringen, wie es momentan gildentechnisch aussieht hier auf dem Server. Da das Ganze auch ziemlich spannend zu beobachten ist, wie unsere Gilde hier, weil die halt ziemlich gutes Potenzial hat, noch weiter die internationalen Ränge hochzuklimpen, mal hier so ein kleines Statusbericht hier mal zu geben von dem Server und speziell von der Gilde und wie wir halt international performen. Es ist ja auch bald soweit, dass diese Gilde hier meine Main-Gilde auf S31 einholt, wo auch mein Main-Account drin steckt. Das wird für mich persönlich sehr interessant und auf den Tag warte ich tatsächlich schon sehr lange, dass ich dann halt gegen mich selbst kämpfen kann in der internationalen Ehrenhalle. Da bin ich echt sehr gespannt drauf und ich freue mich auch schon sehr auf das Video, diesen Gildenfight dann mal anzuschauen. Mit Flames of Destiny, dann hier gegen Black Bull mit meinem momentan 601er Account gegen meinen 553er Battlemage hier. Das wäre ziemlich lustig, falls wir sogar in einem Kampf gegeneinander gegenüber stünden. So, ne? Ob das zustande kommt, ist ziemlich random. Ich weiß nicht, aber eines Tages wird es bald soweit sein, ne, dass wir das hier erreichen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ihr seht schon hier die Gegner aus Madhouse. Hier sind einzelne Charaktere am Start, die hier auch jetzt schon über 600 sind. Also der Server, den wir hier eingeholt haben, der ist auch schon ziemlich alt. Allerdings ist es halt wie bei vielen Servern so, dass halt viele einzelne Charaktere durchgezogen haben, aber die Gesamtleistung der Gilde halt eben nicht so gut ist. Und das ist halt auf meinem Server eben auch das Main-Problem, sag ich mal. Also auf meinem Main-Server ist es das Main-Problem der Gilde, dass wir halt da insgesamt nicht an einem Strang ziehen, so dass wir viele Low-Levels haben, aber auch ein paar High-Heavy-Leute, die durchgezogen haben. Und das ist halt eben, die carryen halt eben die gesamte Gilde meistens durch, so, ne? Hier bin ich jetzt übrigens am Start, ja, und schwer zu erkennen, ne? Und deswegen, ihr seht es, Stufe 616, der Server demzufolge auch wirklich, wie gesagt, S25 war circa 5 Jahre älter, Madhouse, ich weiß nicht, auf welchem Server der jetzt war hier, dementsprechend müsste auch so dieses Alter haben. Ihr seht hier anhand der Gegner, Stufe 622 erreicht man mal eben nicht über Nacht, ne? Und deswegen, man muss es aber auch fairerweise sagen, so langsam schwierig für uns hier, ne? Ihr seht, wir sind hier auch schon beim letzten angekommen, Freedom ist hier unsere letzte Instanz. Holt den Sieg, aber noch einigermaßen souverän, ne? Auch wenn es hier und da mal, hätte er noch ein paar Mal geblockt, hätten wir auch verlieren können, aber ist ziemlich unwahrscheinlich, ne? Haben wir den Sieg hier auch noch eingeheimst und ich bin gespannt, wie weit unsere Reise erstmal noch gehen wird. Hier oben seht ihr schon meine Gilde, auf Platz 49. Da kommen wir bald hin. Ist nicht mehr weit weg, Es ist echt lustig zu sehen, wie die Gilde hier, unsere Gilde einholt und deswegen, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Das war mein kleines Status-Update hier vom Battlemage. Macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Die Klasse macht mir sehr viel Spaß mit der Gilde hier auf dem Server und auch die Fortschritte in der internationalen Ehrenhalle auch gleichzeitig zu sehen. Auf unserem Server selbst ist die Konkurrenz ja leider nicht ganz so stark, aber
umso besser eigentlich, dass sich viele starke Leute hier in einer Gilde konzentrieren, weil umso mehr starke Leute in einer Gilde sind, umso besser steigen wir natürlich auch in der internationalen Ehrenhalle auf, aber das natürlich auch zu Last des eigenen Servers und deren Konkurrenz hier, ne? Darf man auch nicht vergessen. Alles klar, Leute. Das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.